Also ich hatte schon immer ein wirtschaftliches Interesse und fand es so spannend zu sehen, wie Unternehmen arbeiten, wie sie sich weiterentwickeln. Und irgendwie hat es dann mich gereizt zu verstehen, was da halt im Hintergrund passiert. Das war dann so ein bisschen der Anreiz eben fürs Studium und dann halt eben auch die Arbeit danach, dass man halt jetzt die Möglichkeit hat, den Einblick in Unternehmen zu bekommen und gerade in unserem Fall in sehr verschiedenste Unternehmen aus verschiedensten Branchen, was halt sehr schön ist, weil man verschiedenste auch dann Strategien ausarbeiten kann, schauen, wie die Prozesse sind. Also ich glaube, es ist einfach ein super spannendes Feld, weil es sehr vielfältig ist und man immer wieder mit neuen Lösungsmöglichkeiten konfrontiert wird. Was, glaube ich, fast jeden Tag wirklich ist, dass man einfach im Kontakt mit dem Kunden ist, Sachen abspricht, nächste Schritte bespricht. Oft natürlich auch haben wir viel Angebotserstellungen. Wir arbeiten an Berichten für den Kunden, wir arbeiten Sachen für die Kunden aus. Aber ich glaube, das Coolste am Beruf ist, wenn man dann tatsächlich Besprechungen beim Kunden hat, zum Kunden fährt, vor Ort ist, auch das ganze Team dann kennenlernt, schaut, was passiert wirklich hinter den Kulissen. Von einem Unternehmensberater oder einer Unternehmensberaterin wird, glaube ich, schon erwartet, dass man sehr analytisch ist. Man muss natürlich auch kommunikativ sein. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist auch, dass man einfach es schafft, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären, weil oft viele Kunden haben natürlich jetzt nicht BWL studiert, dafür holen sie sich ja einen Berater. Und oft muss man auch ein bisschen kreativ denken, weil es gibt zwar vielleicht einen Lösungsweg, der sehr offensichtlich ist, aber nur weil er offensichtlich ist, ist es oft nicht der richtige Lösungsweg. Auch als Berater ist es super wichtig, dass man sich halt mit den Trends, die es gibt, auseinandersetzt. Immer mit dem Ziel des Kunden im Blick, wo man hin möchte. Also das alles zu vereinen ist schon wichtig für einen Unternehmensberater. Das Highlight in meinem Beruf ist, wenn man zu einem Kunden kommt, der am Anfang vielleicht, jetzt, egal ob es jetzt irgendwie die Strategie war oder Prozesse, nicht genau wusste, wo es hingeht oder einfach viele Fragezeichen waren oder etwas nicht funktioniert hat, wie man es möchte. Und man dann als Berater reinkommt, die Möglichkeit hat, das zu analysieren und dann gemeinsam mit dem Kunden mit seiner eigenen Expertise an einer Lösung arbeiten kann, die den Kunden glücklich macht, wo man dann merkt, hey, man hat gerade wirklich was verändert, man hat dem Kunden was weitergebracht und dann auf die Dankbarkeit, wenn sie merken, hey, das funktioniert gerade super gut, wir sind gerade urglücklich, die Prozesse sind viel besser, wir wissen jetzt, wo es mit dem Unternehmen hingeht. Ich glaube, das ist etwas, was sehr schön ist im Beruf. Man kann ins Coaching gehen, man kann Führungskräfte entwickeln, man kann in die Nachhaltigkeit gehen, man kann in Richtung Datenschutz beraten, man kann in Richtung Marketing beraten. Und ich glaube, deshalb ist es auch immer wichtig, dass man so versucht, so ein bisschen von allem so ein bisschen mal kennenzulernen, auszuprobieren, hey, welche Richtung interessiert mich wirklich, wo möchte ich auch dann hin, in was möchte ich mich vertiefen, weil gerade auch diese vertieften Kompetenzen extrem gesucht werden. Also für den oder die klassischen Consultant oder Consultant in unserem Umfeld ist einmal sehr hilfreich ein betriebswirtschaftliches Studium. Gleichzeitig muss man sagen, das Studium ist jetzt keine absolute Voraussetzung dafür, aber es erleichtert die Tätigkeit einfach, weil man da Einblicke in Dinge gibt, für die man sonst im besten Fall viele Jahre Berufserfahrung oder auch Lebenserfahrung braucht. Und zusätzlich zum Studium natürlich dann nach Möglichkeit auch schon ein bisschen Berufserfahrung, ist aber auch keine zwingende Voraussetzung. Natürlich die wichtigste Voraussetzung ist in der Beratung ist Neugier, also sich auf neue Dinge einzulassen und vor allem auch gerne mit Problemen, mit Herausforderungen zu tun haben. Das ist unsere Daseinsberechtigung und dafür dann gemeinsam Lösungen zu finden. Und was mir auch ganz wichtig ist, und das ist vielleicht auch, was Loxol dann noch besonders ausmacht, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Und in Dienstleistung steckt das Wort dienen. Und das ist was sehr Schönes, zu dienen zu dürfen, unseren Kunden dienen zu dürfen. Und dienen heißt für mich unterstützen, da sein, begleiten. Und das muss man wollen. Wenn ich mit Problemen, Herausforderungen zu tun habe, dann ist ganz, ganz wichtig, dass ich das auch entsprechend kommunizieren kann in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus muss ich auch strukturiert arbeiten können. Das heißt Projektmanagement, strukturiertes Denken und Lösungsorientiertheit ist auch ganz sicher eine wichtige Eigenschaft, die man mitbringen sollte. Man hat mit so vielen verschiedenen Menschen, Organisationen, Unternehmen zu tun, mit vielfältigsten Situationen. Man kann sich viele Dinge ansehen, Dinge, die man sonst in einem anderen Beruf wahrscheinlich nicht sehen will. Also wirklich Dinge von innen. Es ist wirklich die Vielfältigkeit, die
diesen Beruf für mich so schön macht und man kann auch sehr viel Gutes bewirken.